Hallo und herzlich willkommen zu diesem How-to-Build-Video. Wir schauen uns heute den italienischen Kreuzer Napoli mal genauer an und dann gehen wir natürlich auf die Kapitänsskillung und auch auf die Module näher ein. Ich werde noch ein bisschen was so über das Schiff erzählen und ich würde sagen, wir starten gleich mal mit der Kapitänsskillung. Vorweg kann man zu Napoli schon mal sagen, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Skillungen. Seht es nicht als die perfekte Skillung, sondern als vielleicht ersten Vorschlag, was ich mir dabei gedacht habe. Es gibt noch ein paar Varianten, wie man das ergänzen kann, wie man das noch ein bisschen verbessern kann. Wenn ihr natürlich ein anderes Bild habt und sagt: „Okay, das würde ich anders skillen“, gerne auch in die Kommentare Feedback reinschreiben. So, starten wir mal. Ich habe angefangen als erstes mit dem Ladeexperten. Finde ich auf Cruiser immer sehr, sehr sinnvoll, weil man halt sehr schnell umladen kann. Wenn ihr da den Spezialkapitän habt, geht das nochmal besser. Zeige ich auch dann im Nachgang nochmal. Dann habe ich als nächstes Verbrauchsmaterialverbesserung. Das habe ich deswegen gewählt, um halt die Wirkzeit meines Smokes noch zu erhöhen. Da gibt es jetzt noch ein paar andere Sachen, die man mitnehmen könnte. Zum Beispiel, wenn ihr sagt, okay, ich nehme vorrangiges Ziel mit, weil ich möchte wissen, wenn ich aufgehe, wer alles auf mich zielt, wie viele Schiffe auf mich zielen, kann nochmal eine Alternative sein. Habe ich für mich weggelassen, weil ich gesagt habe, okay, brauche ich nicht, habe ich im Blick. Die andere Variante wäre natürlich nochmal die Ladezeit von den Torpedos zu reduzieren. Wäre auch eine Möglichkeit, weil man gerade mit den italienischen Torpedos, wenn man im Wegkiten ist, immer mal wieder was trifft. Die sind zwar sehr, sehr langsam, aber ihr könnt, gerade wenn der Gegner in euch reinpusht, natürlich dann umso häufiger Torpedos auf beiden Seiten werfen. Als Alternative. Dann als nächstes Adrenalinrausch. Dazu muss ich nicht wirklich was sagen. Ich meine, das ist ein Skill, den jeder kennt. Jeder weiß, was er bringt. Ist auf jedem Schiff eigentlich wirklich Must-Have. Dann als nächstes Tarnmeister. Tarnmeister ist auf der Napoli sehr, sehr stark, weil ihr euer Consument sehr, sehr krass drücken könnt auf 10,3. Das ist wirklich super für einen Cruiser. Damit könnt ihr sehr, sehr starke Sachen machen. Als nächstes, da fängt schon ein bisschen an, speziell zu werden, würde ich den Inspekteur mitnehmen, einfach um Heal, Smoke und den Jäger nochmal um eins zu erhöhen. Gerade Heal ist klar, längeres Überleben. Fighter braucht ihr immer mal wieder zum Spotten, zum Beispiel aus dem Smoke raus. Wenn ihr smoked und den Fighter drückt, könnt ihr zusätzlich im Smoke noch spotten, wenn ihr zum Beispiel kein Spotting habt. Dann ist natürlich die Frage jetzt, spiele ich Secondaries, spiele ich ein bisschen normaleren Spielstil? Da fängt es jetzt an, ein bisschen divers zu werden. Also, ich habe für mich die Secondaries ausgebaut. Das sorgt dafür, dass ihr mit Modulen, ja, da kommen wir auch gleich noch drauf, eine maximale Reichweite von 11 Kilometer Secondaries habt. Wichtiger Hinweis ist hier, wenn ihr die Secondaries anlasst, wird eure Aufdeckungsreichweite gleich eurer Secondary-Reichweite. Das heißt, ihr geht bei 11 Kilometern auf. Ist wichtig. Deswegen, wenn ihr wirklich nah an den Gegner ran wollt, würde ich euch immer empfehlen, macht die Secondaries aus. Ist genauso wie wenn ich die Flak ausmache, da gehen nämlich die Secondaries auch aus. Ist eine super Alternative. Also immer im Hinterkopf behalten, ist seit ein paar Updates neu mit drin. Dann habe ich, um nochmal meine Überlebensfähigkeit, meinen HP-Pool zu erhöhen, Experte der Überlebensfähigkeit geskillt. Na, da kriegt ihr pro Schiffsstufe 4000, in Summe sind es 4500 HP mit dazu. Dann was Alternativskills sein können. Zum Beispiel, ja, erstklassiger Schütze. Wenn ihr da im Nahkampf seid, gerade mit der Ladezeit der Secondaries und der Hauptbatterie, wenn ihr da in den 10,3 Kilometern drin seid, macht ihr einfach nochmal mehr Schaden. Was könnte man dafür zum Beispiel opfern? Ein Experte der Überlebensfähigkeit könnte ich zum Beispiel rausnehmen. Und dafür noch ein paar Einser-Skills rausnehmen. Hier habe ich zum Beispiel Turmdrehzeit, weil die bei den Napoli-Türmen nicht sonderlich hoch ist. Und ich habe flinke Aale, um nochmal die Torpedogeschwindigkeit zu erhöhen. Gut, das waren jetzt so Skillungen, die man jetzt für die Napoli mitnehmen kann. Da kommt es immer halt drauf an, spiele ich eher auf normales Standardbild, mehr Überleben oder spiele ich mit Secondaries. Das müsst ihr dann ein bisschen für euch kombinieren. Will ich eher ein bisschen mehr die Torps nutzen. Napoli ist sehr
individualisierbar, was sie auch sehr, sehr flexibel macht in gewissen Situationen. Overall kann ich euch eins empfehlen, die Secondaries sind sehr, sehr gut. Zum anderen ist halt auch die Verborgenheit sehr, sehr stark. Und ihr seid ein gutes Kiteschiff, ihr seid sehr tanky mit der Napoli. Versucht diese Gedanken, diese 3 Gedanken in euren Spielstil so ein bisschen zu vereinen und euren Kapitän auch so ein bisschen danach zu skillen. Wo habt ihr gute Erfahrungen gemacht und das dann in die Skillung nochmal mit einwirken lassen. Schauen wir noch kurz auf den Kapitän. Wenn ihr natürlich den Sansonetti frei habt, ist er natürlich eine super Wahl. Ich habe ihn auf der Venezia drauf, aber gerade als Kreuzer, Ladeexperte ist halt super, super stark, ne, weil ihr bei der Napoli auch gute Guns habt, wenn sie mal treffen. Die Dispersion ist manchmal etwas schwierig, aber auch dann flinke Aale gibt nochmal einfach noch mehr Torpedogeschwindigkeit. Das Overall sehr, sehr gut. Und natürlich sind die Perks, die Talente nochmal das, was euch noch eine kleine Kirsche obendrauf gibt. Und das ist zum einen Unterstützer, Ladezeit der Hauptbatterie minus 15%. Das ist enorm stark. Dann als nächstes, wenn ihr ein Schiff zerstört, bekommt ihr plus 8 Reichweite. Das ist natürlich auch mega gut, ne? Weil die Reichweite bei der Napoli ist jetzt nicht so überragend. Und so kriegt ihr einfach nochmal 8% obendrauf. Top, ne? Nur für einen Kill. Aber was natürlich auch noch super ist, ist, wenn ihr mit der Hauptbatterie 100 Treffer macht, dann kriegt ihr auch nochmal die Wirkungsdauer der Schiffsmaterialien plus 10%. Ist für euren Smoke natürlich sehr, sehr stark. Könnt ihr deutlich länger smoken. Aber overall, denke ich, ist er bei mir auf der Venice besser aufgehoben. Napoli ist ja ein Spezialschiff, das heißt, ihr könnt sowieso verschiedene Captain-Builds theoretisch mit dem spielen. Ne? Wenn ihr viele italienische Kapitäne habt, die ihr auf dem Schlachtschiff zum Beispiel habt oder auf dem Tech Tree DD, dann könnt ihr den rüberziehen und könnt dann noch ein paar andere Builds auch ausprobieren parallel. Das ist natürlich sehr, sehr stark. Gut, haben wir das soweit geklärt. Gehen wir mal zu den Modulen. Hier ist es zum Beispiel auch so, dass man da auch relativ flexibel ist. Je nachdem, wie man die Napoli spielt, gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Ne? Zum einen fangen wir mit Slot 1 ein. Hier ist es natürlich auch sinnvoll, vielleicht die Hilfsbewaffnungsmodifikation 1 einzubauen. Wenn ihr Full Secondary spielt, ist das eine Alternative, um zu sagen, okay, meine Secondaries fallen häufig aus oder ich will meine Überlebensfähigkeit von den Secondaries, natürlich auch von der A nochmal erhöhen. Ich habe nicht so die Erfahrung gemacht, dass meine Secondaries häufig zerstört werden. Deswegen bleibe ich bei der Hauptbewaffnungsmodifikation 1. Dann als nächstes Schutzsystem für Manövrierbarkeit. Ist halt so, ja, wenn du mit einem Cruiser dein Ruder oder dein Motor verlierst, dann ist es meistens eher nicht so gut. Gerade als Kite-Cruiser möchtest du natürlich immer gut wegkommen, immer deine Geschwindigkeit haben. Der andere Vorteil ist, ihr müsst, oder wir gehen mal von einem Fall aus, ihr seid am Wegkiten und euer Steuergetriebe fällt aus und ihr habt das Ruder voll eingestellt. Na, dann dreht ihr euch ja theoretisch im Kreis. Theoretisch. Und das müsst ihr eigentlich cleansen, weil sonst fahrt ihr dahin oder zeigt breiter. Das wollt ihr nicht. Das Problem bei der Napoli ist, es ist ein Heavy Cruiser und der brennt 4-mal und zwar auch länger. Und das macht es natürlich sehr, sehr unangenehm in solchen Situationen, wenn man natürlich dann einen Vierfachbrand hat, weil man auf Kreuzern keinen Brandschutz mehr skillen kann. Und damit nimmt ihr halt sehr viel HP raus, nur um zum Beispiel einen Motor zu reparieren oder ein Steuergetriebe. Deswegen eher für Steuergetriebe und nicht fürs Schadensbegrenzungssystem Modifikation 1. So, als nächstes Frage Secondaries oder Main Guns. Ja, 2 Alternativen. Entweder ihr baut Secondaries oder ihr baut das Zielsystem ein. Ja, dann müsst ihr natürlich euren Spielstil auch anpassen. Dann lohnt es sich nicht, wirklich Secondaries zu stacken im Captain-Bild. Ich würde halt dann auch voll auf Gun gehen und auf Survival. Als nächstes habe ich für mich Antriebsmodifikationen drin. Finde ich overall einfach super, wenn du schneller anfahren kannst, ist top. Wenn ihr ein bisschen sagt, bis am Anfang ist es nicht, ich möchte lieber ein bisschen Manövrierbarkeit gewinnen, dann nimmt gern das Steuergetriebe mit, ist auch eine Alternative. Als nächstes würde ich euch immer das Tarnsystem Modifikation 1 empfehlen. Das macht die Napoli einfach stark. 10-3 ist so gut für die Napoli. Ihr könnt gut in Flanken fahren. Ihr geht relativ spät auf. Ich meine, 10 Kilometer. Manche DDs
Gun-DDs, die gehen bei 7 irgendwas auf und dann catcht ihr die. Und mit den SAP-Secondaries haben die keinen Spaß. Glaubt mir das. Als letztes dann Hauptbatterie Modifikation 3. Finde ich, für mich ist der beste Trade. Minus 12% Reload. Die Guns von der Napoli, wie gesagt, sind echt solide. Damit kann man gut Damage machen. Und ihr habt auch ein Kaliber, wo ihr gut auch auf eine Breitseite gut Sitz schießen könnt. Ihr könnt natürlich, wenn ihr sagt, okay, ich gehe voll auf Secondaries mitnehmen. Ich würde es euch nicht empfehlen, spielt die Guns, weil manchmal kommt er auch einfach nicht in die Secondary Range und dann bringt euch das einfach nichts. Wenn der Gegner auf maximale Distanz spielt, die bei der Napoli, ich kann es ja nochmal zeigen, ja sowieso 16-3 ist, dann kriegt ihr keinen Damage über die Secondaries und deswegen ist natürlich der Reload da sehr, sehr gut. Zum Schluss würde ich euch sagen, spielt es nicht auf Range, ist nicht sinnvoll. Die meisten Schiffe sind eigentlich ohne Range-Modul relativ gut. Gerade wollt ihr ja mit der Napoli in den Nahkampf gehen, weil ihr halt ein relativ stabiles, tanky Schiff seid. Und deswegen braucht ihr die Range im Großen und Ganzen nicht wirklich. Als letztes packt natürlich die Flaggen ein, die euch was bringen. Und da nochmal eure Stats zu boosten. Was halt immer wichtig ist, nimmt die Deto-Flagge mit overall. Zu den Verbrauchsmaterialien. Ihr habt einen Jäger dabei, der ist gut fürs Spotten. Im einen oder anderen Game könnt ihr vielleicht den Carrier ein bisschen von euch wegscheuchen, aber ihr wisst meine Meinung zum Jäger. Ich würde immer einen Spotterplane mitnehmen im Zweifelsfall. Als nächstes, ihr habt einen Abluftnebelerzeuger, das heißt, der Smoke wandert mit euch mit, auch bei Vollspeed. Das ist ein sehr, sehr gutes Tool und wie ihr schon gemerkt habt, mit gewissen Captain-Skillungen kann ich die Wirkzeit noch mehr erhöhen und ich kann zusätzlich natürlich auch die Cooldown-Zeit nochmal verbessern. Also versucht das immer mitzunehmen. Als letztes ein Heal ist kein besonderer Heal bei den Italienern, ist so ein Standard-Heal. Das war das Video zur Captain-Skillung und zu den Modulen für die Napoli mit ein paar Infos, ein paar Tipps zum Schiff selber. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da oder auch ein Like. Im Zweifelsfall Feedback gerne in die Kommentare. Gerade bei der Napoli kann man sehr, sehr viel diskutieren, was ist gut, was ist nicht gut. Kommt auf den individuellen Spielstil drauf an. Ich würde mich freuen, euch dann auch im nächsten How-to-Build-Video wiederzusehen. Bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.